Moin Leute, herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ein weiteres TCG Pocket Video. So, wir haben hier ein neues Deck. Dieses Deck ist jetzt wohl in den letzten 2-3 Tagen ein richtiger Brenner gewesen. Hat direkt 2 Turniere hintereinander gewonnen. Was schon krass ist. Deswegen, ja, ich wurde auch gestern nochmal drauf angesprochen im Livestream, das Deck mal bitte vorzustellen. Hier ist es. War auch überrascht, als ich das Deck gesehen habe. Wird mit Doppelenergie gespielt. Wir haben hier wieder das allseits bekannte Quajutsu. Quajutsu, mittlerweile so eine Karte, funktioniert gefühlt in jedem Deck, ja. Das nenne ich mal kreatives Deck bauen. Einfach mal 2 oder 3 Karten nehmen, die in jedes Deck reinpassen und das als neues Deck vorstellen. Top Idee. Auf jeden Fall Quajutsu. Zweimal Shadrago. In diesem Deck ist Shadrago nicht nur eine Wand, ja, sondern auch ein Angreifer. Sprich, deswegen spielen wir hier auch den doppelten Energietypen. Heißt, Shadrago kann vorne sitzen, kann mal auch austeilen. 90er Schaden schon nicht ohne, ja. Und dann spielen wir hier zweimal das neue Tauros. Tauros, ein EX-Konter oder sollte ein EX-Konter sein, ja. Weil wenn das aktive Pokémon des Gegners ein EX-Pokémon ist, dann macht Tauros hier... Oh. Kurz mal hier Spiel abgekackt. Auf jeden Fall haben wir hier noch, wie gesagt, das Tauros. Ja, macht bis zu 120 Schaden. Ist auf jeden Fall ein sehr starkes Pokémon, was den Angriff angeht. Energietechnisch, ich hätte mir vorstellen können, mit 2 Energie wäre das nochmal ein bisschen mehr broken gewesen, aber ja, anscheinend hat es funktioniert in den beiden Turnieren. Ich habe es jetzt selber nicht mitverfolgt, aber ziemlich krass. Deswegen, wir testen es einfach mal, schauen, wie es läuft. Ansonsten, Decklist ist ja hier. Wir haben noch zweimal Pokéball, Eich, Sabrina, einmal Blau, Leaf, Giovanni und ja, nochmal Sabrina. Also, bin mal gespannt. Lasst uns mal direkt reingehen hier. Machen mal Best of 3 Kämpfe, Zufallsmatch, erfahrene Spieler auswählen, wichtig, und da ist es. Dann gehen wir mal rein. Bin mal jetzt echt gespannt. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass das Deck ziemlich gut performen wird. Vor allem halt Shadrago auch als Angreifer zu nutzen hier ist definitiv mal eine gute Taktik. Mal gucken. So, wir sind als Erster dran. Mal schauen, wir spielen gegen Wasser-Pokémon. Vermutlich spielen wir hier auch tatsächlich schon gegen ein Gyarados-Deck. Jo, was machen wir als erstes? Wollen wir mit Froxy raus? Wir kommen mit Tauros raus. Tauros und einmal hier nochmal Tauros. Wir lassen mal das so stehen. Okay. Dragoran, Shadrago, pures Drachendeck. Auch genau das, was ich zurzeit spiele. Interessant. Wir können hier gleich mal, wenn wir es mit der Energie schaffen sollten auf Tauros, direkt mal, ja, wobei Tauros bringt hier wenig Mehrwert in den Deck, muss man halt sagen. Wir spielen hier halt gegen ein Deck, was kein EX-Pokémon vermutlich hat. Es kann natürlich sein, dass er hier tatsächlich auch schon Mew drin spielt. Schauen wir mal. Professor Eich direkt. Der hat hier Doppel-Shadrago auf dem Feld, Doppel-Dratini. Heißt, Sabrina bringt jetzt auch nicht mehr wirklich so viel. Tauros jetzt auch nicht unbedingt mehr so viel. Jo, ist die Frage, wollen wir hier Energie auf Tauros? Nee, wir machen mal auf Froxy. Lassen wir gerade auf Froxy und beenden den Zug. Wir haben hier aber auch relativ schlecht gezogen, muss man sagen. Direkt in der Anfangshand nicht mal irgendwas zum Nachziehen, gar nichts. Der hat jetzt schon 2 Energie auf seinem Dratini. Wir haben jetzt einen Pokéball. Wetten, wir ziehen das zweite Froxy? Shadrago, alles klar. Damit kann ich arbeiten. Dann gehen wir doch mal hier mit der Energie auf Shadrago. Und dann würde ich sagen, beenden wir den Zug. Wir können gleich das Shadrago vorne zumindest one-hitten. Wenn überhaupt. Jetzt wird wahrscheinlich Dragonier draufkommen. Ja, doch nicht. Okay. Rote Karte, strategisch gut eingesetzt. Den Giovanni hätte ich schon gerne in der Hand behalten, muss ich schon sagen. Giovanni wäre jetzt schon ziemlich praktisch gewesen. Wir kommen mal raus hier. Professor Eich. Einmal am Fiesel bitte. Quajutsu. Boah, alter Schwede. Was ist das hier aber auch für eine schlechte Hand, Leute? Das muss man aber auch mal wirklich sagen. Das ist eine grauenvolle Hand. Wir haben Sabrina. Das heißt, auch wenn Dragoran kommen sollte, ist noch nicht alles verloren. Der hat noch kein Dragonier. Das ist unser Vorteil jetzt.
So, wir könnten jetzt tatsächlich sein Chadrago vorne angreifen. Ich würde auch sagen, wir machen das tatsächlich eher, anstatt jetzt hier das mit Professor Eich zu machen. So können wir schon mal eine Runde Vorarbeit leisten, können schon mal sein Chadrago angreifen. Wir nehmen den 20er Schaden mit. Das ist halt so. Er wird es wahrscheinlich jetzt auch zurückziehen, könnte ich mir gut vorstellen. Unser Vorteil ist halt, dass er bis jetzt noch nicht Dragonier hat. Jetzt hat er erst Dragonier, das heißt, wir haben hier noch eine Runde. Sabrina, wir pushen auf Froxy. Froxy kann direkt Chadrago ausschalten. Trank, vielleicht ziehen wir ja jetzt am Fiesel. Nochmal Chadrago, auch nicht schlecht. Chadrago Nummer 2. Forschung des Professors. Giovanni am Fiesel, sehr schön. Am Fiesel ist am Start. Am Fiesel ist am Start. Das ist jetzt hier natürlich super, weil wenn jetzt in der nächsten Runde Dragoran rauskommen sollte, heißt es nicht unbedingt, dass am Fiesel hier drauf gehen sollte. Wir geben mal ein bisschen Energie auch auf Tauros, einfach mal, weil wir sonst nichts anderes haben. Am Fiesel erledigt hier einmal das Chadrago. Dann haben wir das schon mal weg. Wir haben auch Sabrina und Giovanni. Er kommt jetzt wahrscheinlich mit dem Dragonier raus. Jo, er hat Dragoran auf der Hand. Das heißt, Dragonier ist plausibel. Zweites Dragonier am Start. Der Dragoran? Jo, er hat Dragoran, alles klar. Das könnte jetzt natürlich zerfetzen. Dragoran auf dem Feld ist natürlich brutal. Oh, besser hätte es nicht gehen, Leute. Besser hätte es nicht laufen können, Leute. Das war ja schon Highlight hier gerade. Das heißt, wir können jetzt gut pushen. Wir können sehr, sehr gut pushen. Wir haben Froxy auch am Start. Wir können jetzt eigentlich gut pushen, wobei seine nächste Attacke unser Ende sein wird wahrscheinlich, ne? Wenn wir jetzt sein Dragoran rausschieben, er wird wahrscheinlich seinen Dragonier reinpushen. Das heißt, es bringt so nichts. Wir müssen halt drauf hoffen, dass das jetzt in der nächsten Runde klappt mit der Energie. Giovanni lassen wir einfach mal. Wir gehen mal hier mit Wasserschuriken drauf. Auf das Dragoran. Und dann direkt nochmal den 60er Schaden hier nach. Mal schauen, ob wir das jetzt, wenn wir das überleben, im Idealfall bleibt Chadrago jetzt oder Quajutsu auf dem Feld, dann hätten wir sein Dragoran weg. Ja, dann hätten wir sein Dragoran weg und alles down, GG. Dragoran hat zerfetzt, aber komplett zerstört. Der hat da wirklich sehr, sehr gut RNG-technisch den Hit getroffen. Jo, erste Runde 1-0 für das Turniersiegerdeck. Soll noch nichts heißen, ja, aber 1-0 auf jeden Fall. Deswegen mal gucken, wir gehen mal hier direkt in die zweite Runde rein. So, los geht's. Erfahrener Spieler hier. Ein Gegner wurde gefunden, sehr schön. Schock Madek, okay, alles klar. Level 31. Mal gucken, was der jetzt hier für ein Deck spielt. Das dauert schon ein bisschen. Okay, jetzt, alles klar. Dachte schon. Wir sind als Zweiter dran. Sehr, sehr, sehr gut. Wir spielen gegen Feuer-Pokémon-Deck. Wir kommen raus mit Chadrago. Direkt als erstes. Sehr, sehr schön. Magma. Interessant. Sehe ich sehr selten tatsächlich, das Magma. Wird ja auch in der Variante von dem Pyro-Deck gespielt. Professor Eich kann 2 Karten ziehen. Alles klar, Fukano, also Arcani im Deck. Ich schätze mal, der spielt auch Lavados, hat es aber nicht im ersten Zug gezogen. Kann ich mir gut vorstellen. Wir haben auf jeden Fall hier schon mal gut ziehtechnisch was da. Wir gehen hier auf jeden Fall auf Chadrago drauf. Pokéball. Nochmal Chadrago. Sehr, sehr, sehr schön. Das spielen wir doch sehr gerne. Dann spielen wir auch direkt den Forschung des Professors. Quajutsu und Giovanni. Okay. Beenden wir den Zug. Chadrago ist auf jeden Fall eine gute Wand. Wir überleben auf jeden Fall den Hit von Magma. Wobei, warte mal, Pyro gibt ja die extra Damage auf Magma auch, ne? War doch Magma,
Galoppa und Vulnona. Ist natürlich jetzt schwierig. Wenn er natürlich mit Pyro kommt, würde er in der Lage sein, unser Shadrago vorne wegzuhauen direkt. Yo. Yo. Er hätte jetzt in diesem Zug eine Energie könnte anlegen, in der Runde darauf 2, dann hätte er direkt seine doppelte Energie auf Magma drauf und könnte dann halt loslegen. Mal schauen. Lavados ist am Start. Wie ich es mir dachte, spielt der Lavados. Und Arcani auch, okay. Smarter Move wäre jetzt, wenn er Lavados nach vorne bringen könnte. Okay, macht er nicht. Macht er nicht. Wir haben Tauros, Leute. Wir haben auch Tauros am Start. Ich würde tatsächlich sagen, ist jetzt die Frage, wir pushen auf Tauros. Wir pushen hier auch auf Tauros. Wir lassen das mal alles so stehen, wie es ist. So haben wir nämlich die Möglichkeit, gleich das Arcani zu kontern. Wenn Arcani einen seiner berüchtigten One-Hits gegen Shadrago macht, kriegt er insgesamt 50 Schaden, ja. Einmal durch seine Attacke selbst, 40 Schaden. Einmal durch seine Attacke selbst und einmal durch den Schaden von Shadrago. Tauros könnte es dann one-shotten. Also Tauros könnte unsere Rettung jetzt hier sein. Mal gucken, wenn wir jetzt noch Froxy aufs Feld bekommen würden, wäre es perfekt. Dann können wir schon mal so ein bisschen Vorarbeit leisten mit Quajutsu. Möglicherweise sogar Quajutsu nach vorne holen. Mal schauen, mal schauen. Eine Feuerenergie auf Magma. Er hat safe sein Pyro am Start. Anderes kann ich mir jetzt so nicht vorstellen. Am Fiesel. Leider am Fiesel. Was machen wir jetzt, Leute? Ist gerade die Frage. Wollen wir hier auf Shadrago mit der Energie gehen? Wollen wir das machen oder wollen wir Tauros hochziehen? Er wird ja jetzt wahrscheinlich auf sein Magma bauen. Gerade kritisch. Weil wenn er jetzt Pyro hat, ist Shadrago down. Ich schätze mal nicht, dass er Pyro hat. Wir gehen einfach mal auf Shadrago drauf. Auf gut Hoffnung und gucken mal. Wären wir in der Runde davor auf Shadrago gegangen, hätten wir es jetzt geschafft. So, jetzt ist er aber soweit. Hat auch Amphira da. Wir haben jetzt hier auch schön Froxy. Froxy ist vorne, sehr schön. Dann würde ich doch tatsächlich sagen, wir ziehen das Shadrago einmal zurück. Das hat jetzt nämlich seine Energie. Wir lassen es einmal hinten. Bringen das andere vor. Und beenden erstmal den Zug. Er wird jetzt auf sein Arcani gehen, wahrscheinlich. Es einwechseln. Wenn er irgendwas zum Zurückziehen hat. Und wird hier schon mal einen One-Shot vorbereiten. Jo. Entweder auf Arcani oder auf Lavados. Lavados macht für mich keinen Sinn. Amphira am Start. Das heißt, geht jetzt hier auf den Giftschaden. 20er Schaden auf das Amphira auch. Wir lassen es einfach mal so stehen. Weil wir ja jetzt hier hinten schon mal das Quajutsu aufbauen können. Amphisa ist am Start, sehr schön. Wir beenden den Zug. Wir lassen es mal so stehen. Amphira kann jetzt nochmal einen 30er Schaden machen. Wenn er Giovanni hat, macht er einen 40er. Dann hätte er mein Shadrago die Runde besiegt. Dann würde ich mit dem anderen Shadrago rauskommen. X-Initiative, er macht's doch nicht. Er kommt jetzt raus mit Arcani. Nein, Lavados. Interessant. Sehr, sehr, sehr interessant. Inferno-Tanz gibt ihm natürlich jetzt die Möglichkeit hier. Na komm, wirf deine Münzen. Einmal. Boah, 2 Kopfwürfe direkt. Sehr, sehr stark. Direkt auch auf Magma. Okay. Ist natürlich jetzt kritisch. Wir haben Quajutsu am Start. Wir gehen hier aufs andere Shadrago. Quajutsu raus. Quajutsu, Wasserschuriken. Gehen hier einmal aufs Lavados.
Und, yo, beenden erstmal so unseren Zug. Wir lassen es mal so stehen. Shadrago nimmt zwar Schaden vorne, wir würden es in der nächsten Runde einmal mit einer Energie bestücken und dann die Runde darauf zurückziehen. Es sei denn natürlich, der wechselt jetzt sein Magma ein, dann bringen wir das andere Shadrago vor. Kommt mit Amphira raus. Taktisch sehr, sehr gut. Wir kommen raus mit Shadrago jetzt. Shadrago vor. Forschen des Professors, sehr schön. Wir haben jetzt hier die Möglichkeit, Froxy nochmal zu spielen. Das machen wir auch. Froxy Nummer 2. Laden unser Quajutsu voll. Wasserschuriken auf das Akani. Akani kriegt Wasserschuriken ab. Blau würde uns jetzt nichts bringen, es sei denn, wir hätten auf Quajutsu gewechselt. Ja, wir machen mal Professor Eich. Amphira ist ja direkt down. Wir haben ein zweites Tauros und noch einen Pokéball. Wir haben aber keinen. Doch, wir haben ja nichts mehr im Deck jetzt, glaube ich, ne? So, dann greifen wir an. Shadrago, Drachenklaue. Amphira ist down. Ich schätze mal, jetzt kommt Akani oder halt Magma. Magma mit Pyro würde jetzt in der Lage sein, mein Shadrago wegzuhauen. Wir kommen dann raus mit Quajutsu. Quajutsu gibt uns dann die Möglichkeit, eine Runde zu überleben, weil wir Blau am Start haben. Jo, mal gucken, ob die Strategie aufgeht. Pokéball. Er hat nichts mehr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er Pyro hat. Wäre schon ein krasser Zufall. Pyro in dem Deck hier kann ich mir nicht vorstellen. Der macht's aber auch spannend. Junge, Spiel endlich! Er hat jetzt hier ein zweites Fukano gelegt. Er hat aufgegeben! Nein! Okay, war eine Qual für ihn. Er hat aufgegeben. Starke Runde. Wir hätten das wahrscheinlich noch gewonnen, weil es schon ein sehr starkes Feld von uns jetzt auf der Seite war. Aber jo, war eine gute Runde. War mal was anderes. Das heißt 1-1 für das Turniersiegerdeck. Wir machen eine dritte finale Runde. Wir gucken mal, was wir jetzt kriegen. So, Level 21, erfahrener Spieler wieder hier. Mal gucken, was der hier jetzt rausbringt. Ich bin auch wieder als Zweiter dran. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Blatt-Pokémon-Deck. Wir haben nur Froxy auf der Hand. Froxy und Eich ist suboptimal die Hand, würde ich sagen. Ja, um das mal optimistisch zu behaupten. Mal schauen. Wenn wir jetzt in den nächsten Runden etwas gut ziehen, dann haben wir schon mal ein bisschen, da haben wir schon mal die halbe Miete. Das spielt auf jeden Fall hier Kokowai. Kokowai ist natürlich immer ekelhaft. Sei es Kokowai X, sei es das neue Kokowai. Ich finde Kokowai einfach nervig als Gegner, weil es halt immer viel KP hat. Und EX hat halt guten Angriff. Das neue hat einen guten Angriff. Schwierig, schwierig. Professor Eich Nummer 2. Wir kommen auch raus mit dem Eich. Pokéball und Leaf. Alter Schwede, wir haben hier nichts am Pokémon. Tauros. Tauros wird mir, glaube ich, jetzt nicht viel bringen in dem Deck. Aber okay, wir gehen einfach mal auf Froxy. Dann können wir schon mal einen 10er Angriff loslagen. Beenden wir den Zug. Moruda ist natürlich nicht ohne, weil das halt einen guten Schaden machen kann, ja. Zusammen in der Kombi mit halt Serpi Royal sehr, sehr ekelhaft und gefährlich. Ich schätze mal, der wird aber jetzt rauskommen mit seinem Kokowai X. Es wird auf den Gegner gewartet. Ist er AFK oder ist er noch da? Ja. Ja. Wir warten. Mal gucken, ob der es jetzt endlich hinbekommt zu spielen. Ansonsten schätze ich mal, ist er jetzt AFK in der Runde. Und dann hätten wir unseren Zug. Noch 40 Sekunden. So, ich bin am Zug. Er war tatsächlich AFK hier. Hat sich nichts mehr getan auf seiner Seite. Es kann gut sein, dass wir das Match jetzt aufgrund dessen gewinnen, weil es steht immer noch, es wird auf den Gegner gewartet.
So hätten wir natürlich jetzt hier ein kostenloses, ein freies Match quasi bekommen. Aber jo, mal schauen. Wir haben jetzt auf jeden Fall Amphisel. Wir spielen einfach mal ganz normal weiter. Shadrago ist auch am Start. Amphisel Spritzwasser. Und beenden den Zug. Mal schauen, wenn jetzt die Meldung kommt, dann haben wir, wir haben gewonnen. GG. wir haben gewonnen. Ja, was soll ich sagen? Ich lasse es einfach mal so stehen. Wir haben jetzt 3 Spiele gespielt, 2 gewonnen, 1 verloren, wobei der letzte Sieg jetzt nicht wirklich als Sieg zählen dürfte, aber wir wollen jetzt mal nicht so kleinlich sein hier, Leute, ne? Ich meine, das Deck ist schon ziemlich cool. Ich finde aber, wenn es mal ein schlechtes Matchup ist, könnte es kritisch werden. Wenn keine X-Pokémon im Deck sind, schwierig, weil dann ist Tauros relativ nutzlos, ja. Im Allgemeinen finde ich es aber gut, dass Shadrago hier auch als Angreifer verwendet werden kann, was ich schon sehr begrüße. Quajutsu generell immer ein gutes Pokémon, egal in welchem Deck. Mittlerweile funktioniert es ja überall, deswegen da gibt es auch gar nichts Negatives zu sagen. Also an sich sehr solides Deck. Ich habe die Matches jetzt aus den Turnieren nicht verfolgt. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass da die Matchups einfach perfekt liefen. Im Allgemeinen sehe ich das Deck jetzt persönlich, aber nicht so competitive stark wie beispielsweise ein Taubos Quajutsu-Deck oder ein Garados Shadrago Quajutsu-Deck, ja. Meine Meinung. Aber schreibt mal gerne in die Kommentare, was ihr davon haltet. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuschauen. Vielen Dank. Bis demnächst.